Herzlich willkommen zum Umdenken mit Bretta Coaching. Wie kann ich Ora et Labora beten und arbeiten zusammen verbinden? Upgrade schafft das einfach brillant. Ich treffe heute Philipp Walter, er ist im Sales tätig. Philipp, wie tust du IT, die begeistert, verbinden mit einem persönlichen Glauben? Ich versuche das ganz unverkrampft die beiden Themen zusammenzubringen. Ich bin oft bei den Kunden raus als Key-Account und ich stehe jetzt wirklich den Menschen im Mittelpunkt. Ich versuche eben seine Bedürfnisse zu verstehen. Aber es geht nicht nur um Technik, sondern es geht auch wirklich ums Herz, um den Menschen, was er für Anliegen. Oftmals, wenn ich am Morgen ins Geschäft fahre, mache ich eine kurze Pause, gebe auch die Anliegen im Gebet ab umher und nehme einfach auch die Entscheidungen und die Gespräche, die Meetings lege ich ihm an. Und so gibt es sehr oft unverkrampfte, gute Kundengespräche. Jetzt treffe ich den André Meyer und ich bin mit ihm zusammen im Sales-Team. Ich bin ja hier als CPO tätig und in deinem Umfeld gibt es da sicher auch spannende Reaktionen, vielleicht auch ein bisschen skeptisch, oder? Namentlich in der Situation, wenn ich zum Beispiel Mitarbeiter respektive Bewerbergespräche habe, Interviewgespräche habe. Und dort kommt dann irgendwann einmal das CPO zum Tragen. Und dann kommt die Übersetzung mit, das ist ja unser Chief Praying Officer. Und dann nachher merke ich gerade, dass da eine gewisse Reserviertheit entgegenkommt. Aber die kann man relativ schnell auflösen, indem man einfach erklärt, um was es geht. Und dort merke ich, dass es wirklich ändert in ein Wohlwollen hinein, vor allem die Neugierde in die Andersartigkeit. Es gibt auch den Moment, wo ich von den Mitarbeitern höre, ja, der CPO der würde jetzt wieder beten und dann nachher höre ich da auch einen gewissen Unterton darunter. Aber ich finde es ein absolutes Privileg, dass wir so einen CPO haben in der Firma Upgrade. Und das sehen wir auch in verschiedensten Sitzungen, die wir haben. Wir haben zum Beispiel jeden zweiten Montag haben wir ein Sales-Meeting und das fängt am Montagmorgen um 8 Uhr mit einem Input von einem CPO. Man hat das Wochenende im Kopf rein, man kommt in den Raum rein, man weiss, jetzt geht es um Zahlen, es geht um Kunden, es geht um eine Planung, aber dann kann man einfach mal kurz einen Schritt zurücknehmen und kann nochmal sich ums Wesentliche konzentrieren. Was möchte Gott uns jetzt gerade in dieser Woche schenken? Und das fängt mit dem Input an von unserem CPO. In der Firma Upgrade ist das Gebet ganz wichtig, so nach dem Motto «Ora et Labora». Darum haben wir über 55 Senioren, aber auch junge Leute, die für unsere Firma, die für die Wirtschaft beten. Das ist auch ein Teil von meiner Arbeit als CPO, Chief Prayer Officer, um die Senioren ermutigen, stärken und ihnen unsere Gebetsanliegen zu geben. Das war einfach das Herzensanliegen für uns, Senioren eine sinnstiftende Arbeit zu geben, damit die 85-, 90-jährigen Männer und Frauen einmal zum Blühen kommen. Darum ist unser Ziel, 100 Senioren zu haben, die für die Wirtschaft, für die Unternehmungen beten. Ich habe verschiedene Better gefunden, die für uns beten, in diesen Pflegeheimen, Altersheimen, die einfach auch die Erfahrung noch haben aus der Vergangenheit, dass das Gebet ein wichtiger Punkt ist in ihrem Leben. Das Highlight war für unsere Senioren, dass wir ihnen gesagt haben, ob sie beten würden für ein Anliegen, weil Daten geklaut worden sind von einer Firma. Und die Senioren haben dann gebetet für uns und ja, ein paar Wochen später sind die Daten wieder vorgekommen. Für einen CEO, für eine Unternehmung ist das Gebet ganz ein wichtiger Punkt. So eben wie nach dem Motto «Ora et Labora». Wir brauchen das Gebet in der Wirtschaft. Die sind gekommen und dann fragen sie mich, ob ich auch helfen beten. Da habe ich gesagt, ja, für was? Und habe dann mir das wirklich auch im Gebet überlegt. Und da habe ich gemerkt, das ist richtig. Dass ich jetzt da anfange, wirklich zu beten für das Geschäft Upgrade und auch für andere. Ich glaube, dass Gott Gebet erhört. Ich habe das immer wieder selber erleben. Und ich glaube, dass Gott durch Jesus Christus auch in der Geschäftswelt Menschen erreicht und die Welt sich verändern darf. Gott ist für mich eine Realität. In der unmöglichsten Situation hat er eingegriffen und hat Situationen verändert. Und heute Morgen bin ich einen Weg wieder ermutigt worden, an dem Festhalten, an dem Gebet und an dem Eingreifen von Gott. So wie der Spurgeon schon gesagt hat,
ist die Heizung von der Firma Upgrade. Die Senioren, die im Hintergrund für uns da sind. Viel Spass beim Umdenken an deinem Arbeitsplatz.